Herzlich willkommen zu einem neuen Video von 55 Parts. Wir nehmen euch heute mal mit so ein bisschen auf einen Entwicklungsprozess. Und zwar habt ihr vielleicht bei uns im Shop gesehen, dass wir für verschiedene Modelle mittlerweile Bremsbelüftung anbieten. Wir arbeiten da zusammen mit der Firma MZ Motorsport. Das ist auch so wie wir ein Fahrzeugverrückter, der sich viel mit BMWs beschäftigt hat und im Prinzip eben für fast alle Modelle Bremsbelüftung entwickelt hat. Und der hat halt einfach super gut zu uns gepasst und wir konnten ihm quasi eine Plattform bieten, um seine Produkte bei uns euch zur Verfügung zu stellen und verfügbar zu machen. Wir haben heute einen F82 M4 von einem Kunden. Dazu gibt es auch noch mal ein Video von dem Auto. Ist ein sehr umfangreich umgebautes Auto, durften wir relativ viel machen. Wir haben uns mal die Frontmaske vom M4 bzw. die Firma MZ sich angesehen. Alle Gitter, die wir so haben am M4, alle Kühlerschächte, alle Belüftungen und haben quasi nach einer offenen Stelle gesucht, wo wir eine Bremsbelüftung implementieren können. MZ hat uns dann zwei verschiedene Bauteile geschickt, die aus dem 3D-Drucker kommen, die er wiederum an den Kühlergrill, an den verschiedenen Öffnungen an der Frontstoßstange adaptiert hat. Und wir konnten jetzt verschiedene Versionen uns ansehen und am Auto testen. Weil MZ keinen eigenen M4 hatte, haben wir uns eben als Entwicklungspartner für ihn bereit erklärt, das Ganze zu testen. Es gibt ja schon verschiedene Lösungen auf dem Markt. Wir wollten aber gerne eine Lösung haben, wo wir im Rathaus so wenig wie möglich feste Bestandteile haben, also so viel wie möglich flexiblen Schlauch. Und es war uns auch wichtig, dass wir bestmöglich vorne von der Stoßstange die Luft abgreifen. Wir haben dann eine Stelle gefunden, seht ihr auch in den Bildern, die gleich noch vom Einbau kommen, wo wir im Prinzip den Kanal nutzen. Das ist am Auto eigentlich der einzige Kanal, den man irgendwie für so einen Bremsbelüftungsschlauch nutzen kann. Tatsächlich ist es bei einem M2 zum Beispiel einfacher, der hat schon einen Originalbremsbelüftungskanal, der M4 hat eben keinen und die ganze Frontmaske ist wirklich extrem zugebaut. Von daher nutzen wir jetzt eigentlich die einzige Stelle mit einem 51 mm Schlauch, den ihr ja auch bei uns kaufen könnt, den wir für eigentlich alle Bremsbelüftungskits von uns benutzen und gehen von der Front in der Mitte, wie gesagt, Bilder seht ihr gleich noch, einmal durch einen Kanal, wo eben genau der Schlauch durchpasst, in die Rathausschale. Die Rathausschale muss ein bisschen bearbeitet werden und dann eben an unser Ankerblech für die F8X Modelle. Das ist ja das Ankerblech, was wir schon länger im Programm haben, was auch für M2, M3, M4 passt. Nur eben jetzt ging es darum, das ganze Gegenstück dafür für den M4 zu produzieren. Wir haben damit jetzt im Programm für den F87 M2 normal die Lösung. Das war unsere erste Lösung. Das war mit einem anderen Entwicklungspartner. Das ist ein exklusives Produkt, was es nur bei uns gibt. Wir haben für den M2 Competition eine eigene Lösung, auch wo wir vorne an der Stoßstange die Luft für die Bremsbelüftung abnehmen. Wir haben für die E36 Modelle, für die E46 Modelle, auch inklusive M3, die Bremsbelüftungen inklusive Ankerbleche für E30, auch das alles von der Firma MZ Motorsport. Und wir sind gerade noch dran, jetzt auch für den Zweier was zu machen. Für den 1er F20 haben wir schon was. Und für die G-Serie M-Modelle, da ist auch gerade was in der Entwicklung. Also das heißt, wir haben mittlerweile fast alle Modelle abgebildet. Vielleicht noch mal ein, zwei Worte, wer braucht eigentlich eine Bremsbelüftung? Aus unserer Sicht solltet ihr über so eine Bremsbelüftung nachdenken, wenn ihr wirklich das Auto auch mal auf der Rennstrecke benutzt. Es hat sich momentan, wir kriegen relativ viele Anfragen von Kunden, die eine Bremsbelüftung bei ihrem Alltagsauto verbauen wollen. Und da sage ich ganz ehrlich, das braucht ihr nicht. Verbaut euch einen besseren Satz Belege, der einfach ein bisschen bissiger ist. Dann habt ihr ein bisschen schöneres Gefühl in der Bremse. Da gibt es verschiedene Belagarten, da können wir euch auch gerne zu beraten. Aber so eine Bremsbelüftung, ihr werdet die Bremse im Regelfall auf der Straße nicht an ihr thermisches Limit bringen.
Wenn ihr jetzt ab und zu mal auf der Rennstrecke seid, dann kommt es auch wieder stark darauf an, was für eine Bremsanlage ihr fahrt, wie schnell ihr unterwegs seid und vor allem welche Nürburgring zum Beispiel, wenn da jemand häufig fährt, Grüße auch an Tom, der hat das auch in einem Video gut dargestellt, dann benutzt man die Bremse relativ wenig tatsächlich. Von daher auch da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel Kühlung an die Bremsen bekommt, weil zu viel Kühlung ist auch wieder schlecht. Ihr habt dann ein Gefüge, ein Temperaturgefüge in der Bremsanlage, was eben dazu führen kann, dass ihr Rissbildung habt oder die Scheibe eher zur Rissbildung neigt. Ja, von daher, ihr seht jetzt gleich noch ein paar Bilder vom Einbau, wie gesagt, von der ganzen Entwicklung. Vielen Dank nochmal an MZ, das war wirklich, hat gut gepasst, hat gut funktioniert und ist auch wirklich aus meiner Sicht eine super Lösung. Wir haben auch den Schlauch im Rathaus so verlegen können, dass wir so gut wie keine Probleme haben mit dem Rad, dass das Rad sozusagen Kontakt mit dem Schlauch macht. Das ist auch immer so ein problematisches Ding bei Bremsbelüftungen. Und aus meiner Sicht ist das ein sehr rundes Produkt. Und ja, wenn ihr Fragen habt zum Thema Bremsen, wir haben Brems-Upgrade-Sets, bieten da verschiedene Kombinationen aus Bremsscheiben und Bremsbelägen. Wir können sowas auch für die M-Modelle machen. Ja, ich sag mal, wenn ihr häufig auf der Rennstrecke seid, überlegt mal, ob ihr euch vielleicht eine AP-Anlage zulegt, dann ist auch das Thema Bremsbelüftung nicht mehr ganz so wichtig, je nach Strecke natürlich. Aber wie gesagt, wenn da Fragen sind, einfach gerne uns eine Mail schreiben. Wir können euch da beraten, was für Bremsbeläge gut funktionieren. Wir haben da schon einige Erfahrungen gesammelt und können da meistens was anbieten, womit ihr sicherlich zufrieden sein werdet. Checkt auf jeden Fall mal das Video von dem Auto, ist, denke ich, auch ganz interessant. Hier ist einiges Interessantes verbaut. Und ja, lasst fleißig Kommentare da, abonniert. Die Glocke auch anklicken, dann werdet ihr auch informiert, wenn neue Videos kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.